Ein Kernbestandteil, um ein Dokument in FOD zu analysieren, ist das Arbeiten mit Indizes. Falls Sie noch nie einen Analyseindex verwendet haben, empfehlen wir Ihnen das Video Arbeiten mit einem Analyseindex. Darin werden die Basics erklärt, wie Sie einen Indexeintrag hinzufügen, anzeigen, bearbeiten, verschieben, zusammenführen und löschen können. Dieses Video hier beschäftigt sich mit Funktionen, welche im weiteren Verlauf beim Arbeiten mit einem Analyseindex hilfreich sein können, wie zum Beispiel die Freigabe von Indizes. Für die einfachere Zusammenarbeit können Indizes zur Ansicht, Kopie oder zur gemeinsamen Bearbeitung für Personen, Gruppen oder für sämtliche Benutzerinnen einer FOD-Instanz freigeschaltet werden. Um einen Index freizuschalten, wählen Sie im Hauptmenü Freigabe den Menüpunkt Freigabe Analyseschemata. Es öffnet sich das Dialogfenster Analyseindizes, in dem in grüner Markierung die Indizes der freien Analyse angezeigt werden. Sie markieren den gewünschten Index und bestätigen Ihre Wahl mittels Auswählen. Es erscheint die Dialogbox Freigabe von Analyseindizes. Sie wählen nun die Person, die Gruppe oder das Projekt aus, für die oder das Sie den Index freischalten möchten. Im Anschluss wird Ihre Auswahl in der Dialogbox hinzugefügt. Sie können nun entscheiden, welche Rechte am Index Sie der Person oder der Gruppe übertragen möchten. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: Lesen, der Index kann angesehen werden; Kopieren, der Index kann angesehen und kopiert werden; Bearbeiten, der Index kann angesehen, kopiert und bearbeitet werden. Um eine dieser Optionen auszuwählen, klicken Sie in das freie Kästchen vor dem jeweiligen Recht. Wählen Sie das Recht Kopieren an, wird die Option Lesen automatisch ausgewählt. Das Kopieren eines Index ist nicht möglich, ohne diesen ansehen zu können. Wählen Sie Bearbeiten an, werden die Optionen Lesen und Kopieren automatisch ausgewählt. Das Recht zum Bearbeiten des Index, ohne diesen ansehen und kopieren zu können, existiert ebenfalls nicht. Die Auswahl wird mit dem Übernehmen-Button bestätigt und die Freischaltung ist abgeschlossen. Die Personen, Gruppen oder Projekte werden anschließend mit ihren jeweiligen Zugriffsrechten untereinander aufgelistet. Aber Achtung! Bei der Freigabe von Indizes werden die Dokumente, deren Textstellen dem freizuschalteten Index zugeordnet sind, den Begünstigten ebenfalls freigeschaltet. Die eigenen Textstellen werden in grün, fremde in blau dargestellt. Ist ein Index zur Bearbeitung freigeschaltet, so werden auch alle zukünftigen Dokumente, die mit diesem Index bearbeitet werden, den anderen Beteiligten zum Lesen freigegeben. Außerdem kann das Recht des Bearbeitens nur so lange zurückgenommen werden, wie die betreffende Person noch nicht an dem Index gearbeitet hat. Auf folgende Art und Weise können Sie Indizes, die andere Nutzerinnen Ihnen, Ihren Projekten oder allen freigegeben haben, öffnen. Dafür öffnen Sie durch Betätigung der rechten Maustaste im Analysefenster das Pop-up-Menü und wählen die Option Index öffnen aus. Das Dialogfenster Analyseindex öffnen erscheint. Hier haben Sie die Möglichkeit, 4 Filter anzuklicken: Eigene, Freigabe persönlich, Freigabe Projekte und Freigabe alle. Wenn Sie auf Eigene klicken, werden Ihnen im Bereich darüber alle Indizes angezeigt, die Sie selbst erstellt haben. Bei Freigabe persönlich werden die Indizes angezeigt, zu denen Sie von einer anderen Person eine persönliche Freigabe erhalten haben. Unter Freigabe Projekte sehen Sie alle Indizes, die einem oder mehreren Ihrer Projekten freigegeben wurden, und unter Freigabe alle werden alle Indizes angezeigt, die von allen Nutzerinnen dieser FOD-Instanz verwendet werden können. Hinter den Indizes, die Ihnen zur Verfügung stehen, geben die Buchstaben L, K und B an, welche Zugriffsberechtigungen Sie auf den jeweiligen Index haben. L steht für Lesen, Sie besitzen ausschließlich das Leserecht. K steht für Kopieren, Sie besitzen das Leserecht und dürfen den Index kopieren. Und B steht für Bearbeiten, Sie besitzen das Leserecht, das Kopierrecht und dürfen diesen Index zusätzlich bearbeiten. Haben Sie sich für einen Analyseindex entschieden, markieren Sie diesen mittels Linksklick und betätigen im Anschluss den Öffnen-Button. Noch ein wichtiger Hinweis, wenn Sie gemeinsam Indizes bearbeiten: Seien Sie sich stets bewusst, dass alle Änderungen an den Indizes nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können.
entweder manuell oder durch das Einspielen eines Datenbankdumps, denn es gibt keine Undo-Funktion in der Analyseumgebung. Viele Indizes werden in der Inventarisierung verwendet, sodass vielleicht für Sie ein Indexeintrag eventuell gerade keinen Sinn ergibt, aber für eine andere Bearbeiterin vielleicht schon. Wenn Sie also bereits vorhandene Indexeinträge bearbeiten, gar zusammenführen oder löschen, sollten Sie besondere Vorsicht walten lassen und sich gegebenenfalls mit Ihren Kolleginnen zuvor absprechen, ob Ihre beabsichtigten Änderungen sinnvoll sind, denn damit können Sie die Daten von anderen erheblich verändern.